Hallo, mein Name ist Deborah Peine. Ich bin Diplompsychologin und arbeite im Prüfungscoaching an der THM. Hatten Sie schon einmal Prüfungsangst? Ganz viele Studierende kennen dieses Gefühl. Die Ausprägung kann dabei unterschiedlich sein. Manche kennen Prüfungsangst vor Prüfungen generell, andere nur vor mündlichen Prüfungen oder nur bei einer bestimmten Person in einem bestimmten Fach oder vielleicht auch nur in Wiederholungsversuchen. Das heißt, es gibt durchaus Unterschiede, auch darin, was Sie als Prüfungsangst empfinden oder was eher als Aufregung oder vielleicht sogar als motivierendes Lampenfieber. Und gleichzeitig sind die Reaktionen auf stressige Situationen bei uns allen sehr ähnlich. Vielleicht haben Sie das auch schon mal bei Ihren Haustieren erlebt. Wie reagiert Ihr Haustier, wenn es Stress oder Angst empfindet? Manche Tiere gehen in den Angriff, andere verstecken sich unter dem Sofa und wieder andere stellen sich tot. Fight, Flight or Freeze sind die 3 möglichen Varianten, auf gefährliche Situationen zu reagieren. Und genau das ist die Funktion von Angst, uns darauf hinzuweisen, wenn wir in Gefahr sind und dann für unsere Sicherheit zu sorgen. Das ist so das evolutionäre Erbe, was wir mit uns herumtragen und was auch immer noch dafür sorgt, dass wir auch in Prüfungssituationen so reagieren, als sei es eine gefährliche Situation und als sei Kampf oder Flucht die geeignete Strategie, um darauf zu reagieren. Vielleicht kennen Sie auch diesen Impuls, vor einer Prüfung am liebsten weglaufen zu wollen. Das heißt, wenn wir Angst oder Stress empfinden, passiert vor allem ganz viel auf körperlicher Ebene. Zum Beispiel schlägt unser Herz schneller, der Blutdruck steigt, unsere Atmung verändert sich, wir atmen schneller oder flacher und wir merken, dass unser Körper angespannter ist. Vielleicht merken wir die Verspannung unserer Muskulatur oder wir merken, dass wir unruhig sind oder anfangen zu zittern. Das ist also das, worin unser Körper in dem Moment Energie investiert, um uns in Sicherheit zu bringen. An anderer Stelle spart der Körper Energie. Und zwar bei allem, was mit Ernährung, Verdauung zu tun hat. Das führt zum Beispiel dazu, dass wir Bauchschmerzen haben vor Prüfungen oder dass uns übel ist oder dass wir Verstopfung oder Durchfall bekommen oder gar keinen Appetit mehr haben, gar nichts mehr essen können, zum Beispiel morgens auf dem Weg zur Prüfung. Und auch bei dem Thema Entspannung, Regeneration merken wir den Effekt. Zum Beispiel, dass wir schlechter zur Ruhe kommen und dass wir abends schlechter schlafen können. Und auch auf anderen Ebenen zeigen sich die Effekte von Angst. Zum Beispiel auf gedanklicher Ebene, dass wir ganz viel über die Prüfung nachdenken, uns insbesondere so diese Worst-Case-Szenarien ausmalen, was alles schiefgehen könnte, was wir alles nicht erleben möchten in der Prüfung. Und das führt natürlich zu bestimmten Emotionen, zum Beispiel zu Unsicherheit oder Hilflosigkeit. Ja, und auch auf Verhaltensebene merken wir Veränderungen. Vielleicht ziehen wir uns mehr zurück oder wir sind reizbarer oder wir verändern andere Gewohnheiten. Vielleicht merken auch andere Personen, dass es uns gerade nicht so gut geht. Sie können ja mal überlegen, was so Ihr persönliches Symptom ist oder Ihr persönlicher Warnhinweis, dass Sie gerade in Angst oder dass Sie gerade Angst erleben oder eine stressige Zeit erleben. Ja, und vielleicht wünschen Sie sich ein paar Tipps und Strategien, wie Sie demnächst selbstbewusster, zuversichtlicher, gelassener in Prüfungen gehen können. Und dazu möchte ich Ihnen in den folgenden Videos einiges erzählen.